Hallöchen und willkommen zu dieser Anleitung. Für dieses hübsche Oberteil benötigen wir einmal unseren Brustumfang, es sei denn, ihr sagt, eure Hüften sind breiter, dann selbstverständlich euren Hüftumfang. Darauf rechnen wir dann nochmal plus 10 cm mehr. Ich gehe hier immer von einer Größe M aus. Das sind in etwa 100 cm. Rechne 10 drauf, komme somit auf 110. Teile diese durch 2 und komme somit auf 55. Danach benötigt ihr einmal eure Ärmelhöhe. Da könnt ihr von einem gut sitzenden Pullover einmal die Ärmelhöhe übernehmen. In meinem Fall sind es 18 cm. Und dann könnt ihr euch jetzt schon bewusst werden, wie lang euer Oberteil werden soll. Von der Schulter herab gemessen. Und da habe ich mich dann auch für 55 cm entschieden. Zum Schluss könnt ihr noch euren Halsausschnitt nehmen. Hier werde ich 22,5 in etwa nehmen, damit es nicht zu breit wird. Nehmt aber lieber etwas mehr als zu wenig, denn ihr könnt lieber später nochmal verhäkeln oder vernähen, als auftrennen zu müssen. So, wenn wir das haben, dann kommen wir zum Muster. Das Ganze häkle ich mit einem Farbverlaufsbobbel in lila Tönen und einer Dreiernadel. Alle Angaben zur Wolle-Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. Für dieses Oberteil benötigen wir eine Kette, teilbar durch 12 plus 6 Maschen mehr. Ich beginne mit einer Basisreihe aus festen Maschen, das sieht am Ende besser aus, und wenn man später noch ein Bündchen dran häkeln will, geht dies auch leichter. Ihr könnt mit einer Luftmaschenkette beginnen, dann nehmt aber bitte eine halbe bis ganze Nadelstärke größer, beispielsweise eine 3,5 bis 4er Nadel. Schlagt die Luftmaschenkette an und häkelt dann mit der Dreier die festen Maschen zurück, damit eure Kette schön elastisch bleibt. Alle anderen können mit mir den Fußschlingenanschlag auf feste Maschen häkeln. Dazu schlage ich 2 Luftmaschen an, gehe in die untere erste Schlaufe zurück, hole den Faden durch, ziehe beide Schlaufen auf gleiche Höhe, häkel erst eine Schlaufe ab, das ist der Boden, auf dem die Masche steht, und dann die letzten beiden Schlaufen für eine feste Masche. Danach hat sich hier unten eine komplette Masche gebildet, die nehmen wir auch komplett auf, holen den Faden wieder durch, ziehen beide Schlaufen wieder auf gleiche Höhe, das ist wichtig, damit die Kette schön elastisch bleibt. Häkeln erst eine Schlaufe ab und dann 2 für eine feste Masche. Dann hat sich hier wieder eine neue Masche gebildet. Dort gehen wir wieder komplett rein, Faden holen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen, durch eine und durch 2. Und wenn man das einmal drauf hat, hat man ganz schnell seine Reihe aus festen Maschen gehäkelt und hat dabei noch eine schöne elastische Kette. Und auch die Länge wird sich so gut wie kaum verändern. Ich werde jetzt erst einmal auf meine 55 cm meine Kette anschlagen und wenn ich soweit bin, zähle ich diese einmal durch und korrigiere gegebenenfalls, wenn diese nicht durch 12 und plus 6 Maschen mehr passt. Und dann sehen wir uns wieder. Zurück nach 102 Maschen habe ich meine 55 cm erreicht, teilbar durch 12 plus 6 Maschen mehr. Und dann kommen wir nun zur Reihe 1. Reihe 1 beginnt mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und 2 Maschen mehr zum Rüberkommen. Danach machen wir einen Umschlag, lassen 2 Maschen frei, stechen in die dritte ein und häkeln dort ein Stäbchen hinein. Anfänger können sich nun in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt den Marker setzen, damit ihr wisst, wo ihr auf der Rückreihe die Endmasche hineinsetzen müsst. Danach 2 Luftmaschen, 2 Maschen freilassen und wieder in die dritte einstechen und ein Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen, Umschlag, 2 Maschen freilassen, in die dritte einstechen und ein Stäbchen häkeln. Und so entsteht erst einmal ein grobes Netzmuster.
2 Luftmaschen, 2 Maschen dafür freilassen und ab der dritten wieder ein Stäbchen. 2 Luftmaschen, 2 Maschen freilassen und in die dritte ein Stäbchen. Und so nun die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe 2 Luftmaschen und in die letzte Masche ein Stäbchen häkeln und somit die Reihe beenden. Und das war Reihe 1. Kommen wir zu Reihe 2. Für Reihe 2 beginnen wir wieder mit 3 Steigeluftmaschen. Und nun machen wir 2 Umschläge, gehen in das erste Stäbchen hinein und häkeln dort 3 gemeinsam abgemaschte Doppelstäbchen hinein, indem wir den Faden holen, durch 2 ziehen und nochmal holen, durch 2 ziehen. 2 Schlaufen auf der Nadel haben. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, Faden holen, durch 2 Schlaufen, Faden holen, durch 2 Schlaufen. Und noch einmal 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, Faden holen, durch 2 Schlaufen, Faden holen, durch 2 Schlaufen. Danach haben wir 4 Schlaufen auf der Nadel und diese häkeln wir gemeinsam ab und haben somit unser erstes Blatt gehäkelt. Danach 5 Luftmaschen und nun das gleiche wieder. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, Faden holen, durch 2 Schlaufen, Faden holen, durch 2 Schlaufen. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, Faden holen, durch 2 Schlaufen, Faden holen, durch 2 Schlaufen. 2 Umschläge und ein letztes Mal in die gleiche Einstichstelle, durch 2 Schlaufen und durch 2 Schlaufen. Dann haben wir 4 auf der Nadel und häkeln diese gemeinsam ab und haben somit unser zweites Blatt gehäkelt. Als nächstes lassen wir dafür ein Stäbchen frei, häkeln 3 Luftmaschen und gehen in das zweite freie Stäbchen hinein und häkeln dort ein Stäbchen hinein. 3 Luftmaschen, wieder ein Stäbchen freilassen und ins nächste mit 2 Umschlägen ein Blatt mit 3 gemeinsam abgemaschten Doppelstäbchen häkeln. Immer 2 Umschläge einstechen durch 2 und durch 2 Schlaufen und das dann 3 Mal, sodass wir am Ende dann 4 Schlaufen auf der Nadel haben und diese können wir gemeinsam abmaschen und haben ein wunderschönes Blatt. Es folgen wieder 5 Luftmaschen und dann in die gleiche Einstichstelle wieder mit 2 Umschlägen hinein, durch 2 und durch 2 Schlaufen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, durch 2 und durch 2 Schlaufen, 2 Umschläge und das letzte halbe Doppelstäbchen häkeln, 4 Schlaufen auf der Nadel und alle gemeinsam. Und dann sollte es so aussehen. Wir beginnen mit einem Stäbchen, dann 2 Blättern, lassen ein Stäbchen frei, häkeln dafür 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in das darauffolgende, 3 Luftmaschen und wieder das nächste Blatt. Als nächstes folgen wieder 3 Luftmaschen, ein Stäbchen freilassen und in das zweite freie ein Stäbchen häkeln. Dann wieder 3 Luftmaschen, ein Stäbchen freilassen, 2 Umschläge und 2 Blätter häkeln. 3 gemeinsam abgemaschte Doppelstäbchen. 5 Luftmaschen und 3 gemeinsam abgemaschte Doppelstäbchen in die gleiche Einstichstelle. Danach wieder 3 Luftmaschen, ein Stäbchen freilassen, ins zweite ein normales Stäbchen häkeln, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen freilassen und wieder die Blätter.
Und so nun die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe, nach dem letzten Blatt, machen wir einen Umschlag und stechen in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt ein und beenden die Runde mit einem Stäbchen. Und das war Runde 2. Kommen wir zur Reihe 3. Reihe 3 beginnt mit 5 Steigeluftmaschen, 3 für ein Stäbchen, 2 zum Rüberkommen. Und nun brauchen wir Büschelmaschen, und zwar immer um die große Kette zwischen den beiden Blättern. Dazu machen wir einen Umschlag, gehen um die Kette herum, holen den Faden hoch auf ungefähr eine halbe Stäbchenhöhe. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, das war ein zweites Mal. Umschlag, einstechen, hochziehen, drittes Mal. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, viertes Mal. Und Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, fünftes Mal. Am besten mal etwas wackeln, dann legen sich die Schlaufen und man kommt leichter mit der Nadel durch. Das Ganze wird dann mit einer Luftmasche geschlossen, die könnt ihr zuziehen. Danach eine Luftmasche und nun die nächste Büschelmasche. Umschlag und mit 5 Umschlägen die Büschelmasche danach schließen. 1, 2, 3, 4, 5, etwas wackeln, Faden durchziehen, mit einer Luftmasche schließen, zuziehen, eine Luftmasche und nun noch eine dritte Büschelmasche. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen und das Ganze 5 Mal. Etwas wackeln, durch alle Fäden ziehen, mit einer Luftmasche schließen, zuziehen. Und nun 3 Luftmaschen. Und dann haben wir unsere erste Tulpe soweit fertig. Einmal die Blätter und den Blütenkopf aus 3 Büschelmaschen. Nach den 3 Luftmaschen häkeln wir ein Stäbchen in das Stäbchen. Danach wieder 3 Luftmaschen und die nächste Tulpe. Mit 5 Umschlägen die erste Büschelmasche häkeln. Wackeln, alle Fäden durchziehen, mit einer Luftmasche schließen, die wir zuziehen. Eine Luftmasche kommt zwischen die Büschelmaschen. Danach die zweite Büschelmasche. Wieder mit einer Luftmasche schließen, die wir zuziehen. Eine Luftmasche und danach die dritte Büschelmasche. Nachdem wir dann die Luftmasche zugezogen haben, kommen wieder 3 Luftmaschen und wir häkeln ein Stäbchen in das Stäbchen. Also eine recht leicht zu merkende Reihe. Wir beginnen mit 5 Steigeluftmaschen, 3 für ein Stäbchen, 2 zum Rüberkommen, häkeln eine Büschelmasche, die wir mit einer Luftmasche schließen und einer zusätzlichen Luftmasche, um dann die nächste Büschelmasche zu häkeln. Insgesamt brauchen wir 3. Danach machen wir 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in das Stäbchen, 3 Luftmaschen und über die nächsten Blätter wieder 3 Büschelmaschen. Und so wechselt sich das Ganze ab bis zum Ende der Reihe. Und am Ende der Reihe nach der letzten Büschelmasche 2 Luftmaschen, einen Umschlag und in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt mit einem Stäbchen die Reihe beenden, sodass wir Anfang und Ende gleich haben. Am Anfang haben wir mit 5 Steigeluftmaschen, 3 für ein Stäbchen, 2 zum Rüberkommen begonnen und beenden tun wir die Reihe, indem wir 2
Luftmaschen häkeln und mit einem Stäbchen das Ganze beenden. Und das war Reihe 3. Kommen wir zur Reihe 4. Reihe 4 ist wie Reihe 1. Wir müssen erstmal wieder unsere Stäbchen verteilen, ein Gitter häkeln. Und das machen wir, indem wir 5 Steigeluftmaschen machen. 3 für ein Stäbchen, 2 zum Rüberkommen. Und in der Tulpe in die mittlere Büschelmasche in die Spitze einstechen und dort das erste Stäbchen häkeln. Danach 2 Luftmaschen, ein Stäbchen um die Kette bzw. in die Kette einstechen, in die mittlere Masche und dort ein Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen, ein Stäbchen ins Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte der Kette, 2 Luftmaschen und danach ein Stäbchen in die mittlere Büschelmasche. Wir beginnen also mit 5 Steigeluftmaschen, 3 für ein Stäbchen, 2 zum Rüberkommen und setzen das erste Stäbchen in die mittlere Büschelmasche. Danach machen wir 2 Luftmaschen und setzen das zweite Stäbchen in die Mitte der Kette. Das dritte kommt dann ins Stäbchen der Vorreihe und das vierte wieder in die Kette. Wichtig ist, dass ihr euch merkt, dass wir mal 3 Stäbchen zwischen die Tulpen setzen müssen. Eins in die linke Kette, eins in die rechte Kette, eins ins Stäbchen der Vorreihe. Über die Tulpe selbst kommt immer nur ein Stäbchen in die mittlere Büschelmasche. Also als nächstes wieder 2 Luftmaschen. In die Mitte der Kette ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ins Stäbchen ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und in die Mitte der Kette ein Stäbchen. 2 Luftmaschen, in die mittlere Büschelmasche ein Stäbchen und nun kommen wieder die Stäbchen zwischen den Tulpen. 2 Luftmaschen, in die Mitte der Kette ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ins Stäbchen ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und in die Mitte der Kette ein Stäbchen, 2 Luftmaschen. Danach wieder in die Mitte der Tulpe. Und so immer im Rhythmus bis zum Ende der Reihe. Und am Ende der Reihe, nachdem wir das Stäbchen in die Mitte der Tulpe gehäkelt haben, 2 Luftmaschen und wir beenden das Ganze, indem wir in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Und das war Reihe 4. Kommen wir zur Reihe 5 und zum Verschieben des Musters. Nun müssen wir die Tulpe zwischen diese beiden Tulpen setzen, das heißt in dieses Stäbchen. Dazu beginnen wir mit 5 Steigeluftmaschen, 3 für ein Stäbchen, 2 zum Rüberkommen und häkeln erst einmal in dieses Stäbchen ein Stäbchen. Danach 3 Luftmaschen, ein Stäbchen freilassen und zwischen die beiden Tulpen in diese lange Stäbchenreihe mit 2 Umschlägen hinein und wieder unsere Blätter mit 3 gemeinsam abgemaschten Doppelstäbchen häkeln. Faden holen zweimal durch 2 Schlaufen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, zweimal durch 2 Schlaufen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, zweimal durch 2 Schlaufen, 4 Schlaufen auf der Nadel und alle gemeinsam abmaschen. Danach 5 Luftmaschen, 2 Umschläge und in die gleiche Einstichstelle wieder 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen häkeln.
Es folgen 3 Luftmaschen, ein Stäbchen freilassen und in das Stäbchen über der Tulpe ein Stäbchen hineinhäkeln. Und dann sollte das Ganze so aussehen. 3 Luftmaschen, ein Stäbchen wieder freilassen und in diese lange Stäbchenreihe zwischen den Tulpen mit 2 Umschlägen hineingehen und unsere 2 Blätter häkeln mit 3 gemeinsam abgemaschten Doppelstäbchen. Fünf Luftmaschen, 2 Umschläge und in die gleiche Einstichstelle ein Blatt aus 3 gemeinsam abgemaschten Doppelstäbchen. Danach wieder 3 Luftmaschen, ein Stäbchen freilassen, ein Stäbchen in die Mitte der Tulpe, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen freilassen und wieder in die lange Stäbchenreihe zwischen den Tulpen die nächsten Blätter setzen. Und dann sollte es so aussehen. Und so nun die ganze Reihe. Kommen wir zur Reihe 6. Reihe 6 beginnt wieder mit 5 Steigeluftmaschen und in das erste Stäbchen ein Stäbchen. Danach 3 Luftmaschen und nun wieder 3 Büschelmaschen um die Kette zwischen den Blättern mit 5 Umschlägen. Wieder das Ganze ein bisschen wackeln, um dann besser durch die Schlaufen durchzukommen. Mit einer Luftmasche schließen, die wir zuziehen, und eine Luftmasche dazwischen. Danach die zweite Büschelmasche mit 5 Umschlägen. Wackeln, Faden durchziehen, mit einer Kettmasche schließen, eine Luftmasche und eine dritte Büschelmasche. Mit einer Luftmasche schließen, die wir zuziehen. Danach 3 Luftmaschen und in das Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Dann wieder 3 Luftmaschen und 3 Büschelmaschen um die Kette über den Blättern. Immer mit einer Luftmasche schließen, die wir zuziehen, und eine zusätzliche Luftmasche, die zwischen den Büschelmaschen gehört. Dann 3 Luftmaschen und wieder das einzelne Stäbchen in das Stäbchen der Vorreihe. Und dann sollte es so aussehen. Und so nun die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe, nach dem letzten Stäbchen, nach der Tulpe, nur noch 2 Luftmaschen, ein Umschlag und in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Also in den Ketten kommen mal 3 Luftmaschen, außer am Anfang und am Ende. Da kommen dann 2 hinein, um diese Größe des Netzmusters beizubehalten.
Das war Reihe 6. Kommen wir noch zur Reihe 7, und zwar der letzten Reihe, bevor wir wieder mit Reihe 2 und 3 weitermachen, und zwar eine Reihe normales Netzhäkeln. Dazu beginnen wir mit 5 Steigeluftmaschen und müssen nun wieder unsere Stäbchen verteilen. Wir häkeln ein Stäbchen in das erste Stäbchen hinein, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen dann in die Mitte der Tulpe. Denn Anfang und Ende machen wir nicht um die Kette herum ein Stäbchen. Erst zwischen der ersten und der zweiten Tulpe kommen die Stäbchen dann in die Ketten hinein. Also hier bleibt es normal mit 2 Luftmaschen, Stäbchen, 2 Luftmaschen. Und auch hier am Ende das gleiche, nur hier um diese Ketten zwischen den Tulpen. Also 2 Luftmaschen, und jetzt befinden wir uns zwischen den ersten beiden Tulpen. Da kommt dann in die Mitte der Kette ein Stäbchen hinein. 2 Luftmaschen, dann ein Stäbchen in das Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Kette. Zwei Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte der Tulpe, in die mittlere Büschelmasche, danach 2 Luftmaschen, in die Mitte der ersten Kette ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ins Stäbchen ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und in die Mitte der Kette ein Stäbchen. Danach wieder 2 Luftmaschen und in die mittlere Büschelmasche ein Stäbchen. Und so sollte es dann aussehen. Also erst zwischen der ersten und der zweiten Tulpe oder ab der ersten und der zweiten Tulpe kommen die Stäbchen in die Kette hinein. Am Anfang und am Ende bleibt das Ganze frei. Und so nun bis zum Ende. Immer 3 Stäbchen zwischen die Tulpen setzen und ein Stäbchen in die Tulpe. Und am Ende der Reihe, nachdem ich das letzte Stäbchen in die Mitte der Tulpe gehäkelt habe, wie auch am Anfang, ein Stäbchen in das vorletzte Stäbchen, 2 Luftmaschen, und wir beenden die Reihe in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt mit einem Stäbchen, so dass wir Anfang und Ende gleich haben und hier um die Kette keine Stäbchen häkeln. Und das ist das eigentliche Muster. Ab hier geht es jetzt wieder weiter mit Reihe 2, dann 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Ganz easy. Ich werde euch unten eine Zeitleiste einfügen, da könnt ihr dann immer wieder zurückspringen. Ansonsten werde ich jetzt diese Fläche Reihe für Reihe so hoch häkeln, wie mein Oberteil lang werden sollte. Da habe ich mich ja für 55 cm entschieden. Dabei nehme ich euch selbstverständlich mit. Und wenn ich dann soweit bin, mache ich noch einen Teil 2, denn wir brauchen das Ganze zweimal. Und dann sehen wir uns wieder. Zurück, ihr Lieben. So sieht der erste Teil aus. Und so der zweite. Als nächstes müssen wir die Mitte ermitteln. Dazu legen wir das Ganze einfach in der Mitte zusammen und markieren uns die Mitte. Nun nehmen wir uns die Kragenweite, legen diese an und markieren uns dann die Seiten. In meinem Fall 22 cm, also gehe ich 11 nach links und 11 nach rechts. Das Ganze markiere ich mir jetzt gleich auch hier. Ich habe hier insgesamt 8 Löcher und dann den Marker gesetzt. Auch hier 8 Löcher und den Marker. Aber ihr solltet besser ausmessen bei euch. Und dann können wir von außen nach innen zum Marker die Schultern vernähen. Dazu lege ich Kante auf Kante und steche in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt ein. Ich habe den Faden doppelt genommen
und mir unten ein Knötchen reingemacht. So kann ich unten durchgehen und habe den Faden direkt fixiert. Und als nächstes straffe ich mir das Ganze ein bisschen und gehe nun am hinteren Häkelstück ungefähr eine Maschenbreite zur Seite durch. Dann lege ich den Faden über und gehe in Höhe des Fadens am vorderen Häkelstück ungefähr eine Maschenbreite zur Seite weg. Danach wieder den Faden überlegen, am Faden orientieren, dort einstechen und am hinteren Häkelstück zur Seite einstechen. Ihr müsst den Faden nicht überlegen, der dient nur als Orientierung. Ihr könnt ihn auch da lassen und einfach in Höhe des Fadens einstechen. Und so könnt ihr nun mit dem Matratzenstich bzw. Couchstich die ganze Reihe vernähen und habt danach eine schöne flache Naht. Zwischendurch mal ziehen, dass das Ganze sich nicht zu sehr zusammenschuppert und dann ist das Ganze schön flach. Sowohl von innen als auch von außen. Und so sieht es aus, wenn die Schultern zusammengenäht sind. Ein schöner schmaler Kragen. Die Naht fällt nicht in die Optik. Und als nächstes können wir uns den Ärmeln widmen. Daher vernähen wir auch noch nicht die Seiten. Als nächstes lege ich mir das Ganze wieder so offen hin, dass ich auf die Schulternaht schaue und kann jetzt meine Ärmelhöhe nehmen. Ich lege das Maßband an der Schulter an und markiere mir meine 18 cm. Diese fallen allerdings genau in die Mitte eines Lochs, also nehme ich hier die 19. Das sind genau abgezählt 13 Reihen. Und diese kann ich dann auch auf der anderen Seite übernehmen. Also 18 und 18 cm. Und das Ganze natürlich dann auch auf der anderen Seite markieren. Und dann können wir hier das Muster nun beginnen und auch Reihe für Reihe den Ärmel dran häkeln mit den Resten, die dann von unseren beiden Bobbeln übergeblieben sind. Nun muss ich mir noch die Maschen aufteilen. Die Maschen brauchen wir auch teilbar durch 12 plus 6. Und das mache ich, indem ich jetzt immer 2 Stäbchen pro Loch häkel. Und an der Schulternaht mache ich in dem linken und in dem rechten Loch 3 Stäbchen hinein. So habe ich dann, wenn ich hochzähle, eine Maschenanzahl teilbar durch 12 und die 6 Maschen dann hier in der Mitte. Wie ihr das Ganze verteilt, das bleibt euch überlassen. Schaut einfach, dass alles schön gleichmäßig ist. Bei den Ärmeln beginne ich zuallererst mit einer Basisreihe. Das sieht einfach besser aus und lässt sich dann auch leichter dann vom Muster her weiterarbeiten. Dazu habe ich das Ganze nochmal abgezählt und habe mich dazu entschieden, immer 3 feste Maschen zu verteilen. So komme ich vom Muster her auch besser aus, was die Blüten anbelangt. Ich beginne bei dem ersten Stäbchen im Stäbchen selber und häkel dort meine erste feste Masche hinein. Dabei kann ich dann den Faden auch direkt fixieren und muss diesen dann auch nicht mehr groß vernähen, weil ich den schon direkt umhäkelt habe. So, nachdem ich die erste feste Masche nun in diesem Stäbchen hier drin habe, gehe ich um das liegende Stäbchen und häkel dort nochmal zusätzlich 2 feste Maschen, so dass ich in dem ersten Viereck 3 feste Maschen drin habe. So, den Faden kann ich dann gleich einfach abschneiden und muss diesen nicht mehr vernähen. Ab hier lasse ich diese Stäbchen aus und häkel immer nur um das liegende herum, und zwar 3 feste Maschen. Das nächste Quadrat 3 feste Maschen. Wieder rüber ins nächste und 3 feste Maschen. So, ich werde jetzt erst einmal meine 3 festen Maschen pro Raute verteilen
Und wenn ich am Ende angekommen bin, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Und am Ende angekommen, häkel ich um das liegende in dem letzten Quadrat 2 feste Maschen und die dritte letzte feste Masche direkt über dem Stäbchen, damit wir auch hier einen schönen Abschluss haben. Ansonsten heißt es jetzt wieder unser Muster ganz normal beginnen mit 5 Steigeluftmaschen, 3 für ein Stäbchen, 2 zum Rüberkommen, 2 Maschen freilassen, die dritte einstechen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 freilassen, die dritte ein Stäbchen. Danach dann wieder unsere Blütenblätter, danach die Tulpenköpfe und wieder eine Reihe mit Löchern. Und dann sieht das Ganze, hier habe ich bereits schon einen Ärmel soweit gehäkelt, so aus. Und zwar haben wir durch die feste Maschenreihe dann hier so eine schöne Basisreihe, was ich auch schöner finde, dann um den Ärmel zu beginnen. Und auch vor allen Dingen leichter und kann dann Reihe für Reihe meinen Ärmel soweit fertigen, wie ich diesen lang haben möchte. So, ich werde noch den zweiten Ärmel fertig machen und dann kommen wir zum nächsten Part. Bis gleich. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig gehäkelt ist. Nun können wir alles einmal zusammenklappen und dann können wir einmal von hier hoch und unterm Ärmel in L-Form einfach alles zunähen und fertig ist dann unser hübscher Sommerpullover. So, und ich werde jetzt das Ganze hoch bis zum Achsel vernähen und dann brauche ich wieder einen neuen Faden, und zwar einen dunkleren. Hier habe ich extra mit einem helleren angefangen, weil der Arm halt dunkler ist, muss ich dann dort auf eine dunklere Nahtfarbe umsteigen. So, und dann zwischendurch einfach mal so ein bisschen das Ganze ziehen, damit sich das nicht zusammenschubbert. Und dann habt ihr eine schöne flache Naht. Und wenn ihr dann das Ganze vernünftig gezogen habt, dann seht ihr auch den Faden nachher nicht mehr. Wie ihr seht, schön flach und da ist überhaupt nichts vom Farbunterschied her groß zu sehen. So, und wenn das Ganze fertig ist, dann zeige ich euch noch das Endergebnis. Bis gleich. Und so sieht das Ganze dann vernäht aus vom Nahen. Auch an den Seiten alles schön vom Übergang her. Ja, und fertig ist unser wunderschöner Sommer-Netzpullover. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung da zu lassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln und bis zum nächsten Mal.